Stellen Sie sich vor, Sie könnten das Unmögliche schaffen, die Weltmeere trockenlegen, um all ihre Geheimnisse zu lüften. In der Realität ist das zwar nicht möglich, aber mit der modernen Unterwasserscan-Technologie können wir detaillierte 3D-Karten des Meeresbodens erstellen und sehen, was sich unter kilometerlangem Wasser verbirgt. Heute begeben wir uns auf eine erstaunliche Reise in die Tiefen der Ozeane. Unsere Reise beginnt auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko, wo Wissenschaftler etwas Unglaubliches entdeckt haben. Alles begann mit der Erforschung von Karsthöhlen, den sogenannten Cenoten. Diese natürlichen Brunnen entstanden durch die Erosion von Kalkstein und reichen teilweise bis in mehrere hundert Meter Tiefe. Doch die faszinierendste Entdeckung machten die Forscher, als sie ihre Anordnung von oben betrachteten. Die Cenoten bilden einen riesigen Kreis mit einem Durchmesser von etwa 200 Kilometern. Weitere Untersuchungen ergaben, dass dieser Kreis den Rand des Chicxulub-Kraters markiert, der durch den Einschlag eines Asteroiden entstanden ist, der die Geschichte unseres Planeten für immer verändert hat. Heute liegt dieser Krater nicht nur unter dem Wasser des Golfs von Mexiko, sondern auch unter Hunderten von Metern Sedimentgestein verborgen. Um ihn zu erreichen, mussten die Wissenschaftler tief in den Boden bohren. Im Jahr 2016 erhielten die Forscher schließlich Proben des geschmolzenen Gesteins, und die Ergebnisse ihrer Analyse verblüfften die wissenschaftliche Welt. Die Gesteine wurden genau auf die Zeit vor 66 Millionen Jahren datiert, genau auf den Zeitpunkt, als alle Dinosaurier von der Erde verschwanden. Das war kein Zufall. Jetzt kennen wir alle Einzelheiten dieser kosmischen Katastrophe. Stellen Sie sich einen Asteroiden vor, der über 10 Kilometer breit ist, so lang wie 10 aneinandergereihte Eiffeltürme oder so hoch wie 33 Freiheitsstatuen zusammen. Er raste mit einer Geschwindigkeit von 40.000 Kilometern pro Stunde auf die Erde zu, 32 Mal schneller als ein Passagierflugzeug. Das Erschreckendste war der Einschlagswinkel von etwa 60 Grad, der den Einschlag so zerstörerisch wie möglich machte. Wäre der Asteroid in einem Winkel von 15 Grad oder gerade nach unten eingeschlagen, wäre die freigesetzte Staubmenge 10-mal geringer gewesen, und die Dinosaurier hätten vielleicht überlebt. Der Einschlag war so stark, dass er einen 200 Kilometer breiten und 1 Kilometer tiefen Krater hinterließ. Stellen Sie sich vor, eine Grube von der Größe Londons oder New Yorks stürzt 1 Kilometer tief in den Boden. Zum Vergleich, das wäre so, als wären 2000 Fußballfelder aneinandergereiht. Der Einschlag schleuderte 120.000 Kubikkilometer Gestein in die Atmosphäre, genug, um die gesamten Vereinigten Staaten mit einer 10 Meter dicken Trümmerschicht zu bedecken. Aber der Einschlag war nur der Anfang. Was folgte, verwandelte die Erde in einen lebenden Albtraum. Alles in einem Umkreis von 1000 Kilometern wurde durch die Schockwelle und die sengende Hitze sofort zerstört. Massive Tsunamis, die bis zu 1 Kilometer hoch waren, schlugen an den Küsten ein, Wellen so hoch wie 10 Fußballfelder, die senkrecht aufeinander gestapelt waren. Diese Wellen fegten über Kontinente hinweg und löschten alles aus, was sich ihnen in den Weg stellte. Aber das Schlimmste kam erst später. Die Einschlagzone enthielt Gestein mit hohem Schwefelgehalt. Als der Asteroid einschlug, verdampfte dieser Schwefel, stieg in die Atmosphäre auf und reagierte mit anderen Gasen. Dadurch entstanden Sulfaterosole, die den gesamten Planeten bedeckten und das Sonnenlicht blockierten. Ein nuklearer Winter begann, die globalen Temperaturen fielen um 26 Grad Celsius und blieben 16 Jahre lang so. Ohne Sonnenlicht starb das Plankton, die Grundlage der marinen Nahrungskette, ab. Dies führte zum Aussterben fast aller Meeresbewohner. An Land verkümmerten die Pflanzen in Ermangelung von Sonnenlicht, gefolgt von Pflanzenfressern und dann von Raubtieren. Insgesamt verschwanden 75% aller lebenden Arten auf der Erde. Es war die verheerendste Katastrophe auf unserem Planeten in der letzten halben Milliarde Jahre. Aber der Chicxulub-Krater ist nicht der einzige Schatz des Golfs von Mexiko, die Region beherbergt auch mehr Ölplattformen als jeder andere Ort auf dem Planeten zusammen. Der Grund für diesen Reichtum geht 300 Millionen Jahre zurück, als ein riesiger alter Sumpf das Gebiet bedeckte. Im Laufe der Jahrmillionen verwandelten sich die organischen Überreste dieses Sumpfes unter hohem Druck und hohen Temperaturen in schwarzes Gold, Öl. Das Ausmaß der modernen Ölförderinfrastruktur ist atemberaubend.
Allein in dieser Region erstrecken sich 70.000 Kilometer Pipelines über dem Meeresboden, genug, um die Erde am Äquator fast zweimal zu umrunden. Stellen Sie sich eine Unterwasserstadt aus Rohren, Plattformen und Bohrlöchern vor, die Tag und Nacht daran arbeiten, Öl aus mehreren Kilometern Tiefe zu fördern. Während wir den Golf von Mexiko weiter trockenlegen, stoßen wir auf die Überreste vergangener Tragödien. Zunächst sehen wir die Wracks von kleinen Sklavenhandelsschiffen, die vor Jahrhunderten in Stürmen gesunken sind. Doch die eindrucksvollste Entdeckung liegt noch vor uns, das gut erhaltene Wrack des Dampfers Robert E. Lee, der Opfer einer der dramatischsten Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs wurde. Die Details des Wracks erzählen die Geschichte der letzten Momente des Schiffes, eingefroren in der Zeit. Die zerstörte Brücke brach unter dem Wasserdruck zusammen, als das Schiff sank. Die Deckgeschütze blieben in neutralen Positionen, die Besatzung hatte nicht einmal Zeit, sich auf die Verteidigung vorzubereiten. 2 Rettungsboote lagen in der Nähe und wurden nie zu Wasser gelassen. Es dauerte nur 3 Minuten, bis das Schiff unterging und 22 Besatzungsmitglieder mit sich riss. Aber das Meer birgt nicht nur Tragödien, sondern auch Geschichten von schneller Vergeltung. Nur wenige 100 Meter von der Robert E. Lee entfernt liegt das deutsche U-Boot U-166, genau das U-Boot, das den Dampfer versenkte. Während die U-Boot-Besatzung durch das Periskop schaute und ihren erfolgreichen Angriff feierte, bemerkte sie nicht das sich nähernde U-Boot-Abwehrschiff PC 566. Als ihr Sonar die Gefahr erkannte, war es bereits zu spät. 2 Wasserbomben machten den Jäger zum Gejagten und schickten alle 52 Besatzungsmitglieder von U-166 in ihr wässriges Grab. Weiter südlich, 200 Kilometer von Japan entfernt, ruht ein wahrer maritimer Gigant, das Schlachtschiff Yamato, das größte Kriegsschiff der Geschichte. Man stelle sich vor, 263 Meter lang, fast 3 Fußballfelder. Seine 40 cm dicke Panzerung konnte jeder Granate seiner Zeit widerstehen. Die Japaner nannten es unsinkbar und sahen in ihm ein Symbol ihrer militärischen Macht. Doch auch dieser Titan fand sein Ende auf dem Meeresgrund und kostete 3063 Menschen das Leben, doppelt so viele wie die Titanic. Während die Geschichte der Titanic vor allem dank eines erfolgreichen Films zur berühmtesten Tragödie der Seefahrt wurde, ist sie bei weitem nicht die bedeutendste Katastrophe der Seefahrtsgeschichte. Jahrzehntelang blieb der Untergang der Yamato eines der größten maritimen Rätsel. Wie konnte ein Schiff mit einer so unglaublichen Panzerung zerstört werden? Als die Forscher das Wrack schließlich fanden, trauten sie ihren Augen nicht. Der massive Rumpf war nicht nur beschädigt, er war wie Papier zerrissen. Wie war das möglich? Keine Bombe oder Torpedo der damaligen Zeit konnte eine solche Zerstörung verursachen. Die Antwort ergab sich aus einer genauen Untersuchung des Wracks. Hunderte von verbrauchten Patronenhülsen lagen verstreut herum und zeugten von einem verzweifelten Kampf gegen amerikanische Flugzeuge. Doch das wahre Grauen lag woanders. Als das Schiff durch die Beschädigung zu kippen begann, geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Tausende von Granaten aus dem eigenen Arsenal lösten sich und rollten ins Innere des Schiffes. Die Detonation dieser Munition verursachte eine Explosion, die so stark war, dass sie sogar die superstarke Panzerung der Yamato durchschlug. Das Schiff wurde durch seine eigenen Waffen zerstört. Wenden wir uns nun einem der geheimnisvollsten Orte des Ozeans zu, dem berüchtigten Bermuda-Dreieck. Seit Jahrzehnten ranken sich dort Legenden über mysteriöse verschwundene Schiffe und Flugzeuge. Aber was würden wir sehen, wenn wir seine Gewässer trockenlegen würden? Das erste, was uns auffällt, ist ein erloschener Vulkan, der 4 Kilometer hoch aufragt und auf dessen Gipfel die Bermuda-Inseln thronen. Es ist, als ob der Mont Blanc in den Alpen mitten im Ozean auftauchen würde. Die Inseln sind von tückischen Riffen umgeben, die seit Jahrhunderten die Rümpfe von Schiffen aufreißen, die versuchen, zu nahe an die Küste zu gelangen. Das beeindruckendste Merkmal des Dreiecks ist der Puerto Rico-Graben, der mit einer Tiefe von 8 Kilometern der tiefste Punkt des Atlantiks ist. Hier ragen Unterwassergebirge mit steilen Wänden mehrere Kilometer hoch auf. Stellen Sie sich den Grand Canyon unter Wasser vor, und Sie bekommen eine Vorstellung von den Ausmaßen dieser Landschaft. Es wird klar, warum selbst moderne Suchaktionen in diesem Gebiet oft scheitern. Als 2014 der Flug 370 der Malaysia Airlines verschwand, löste dies die größte Suchaktion der Geschichte aus.
Doch selbst mit modernster Technik und Millionen von Dollar konnte das riesige Flugzeug in diesem Unterwasserlabyrinth aus Gipfeln und Tälern bisher nicht geortet werden. Im Ärmelkanal stoßen wir auf einen der gefährlichsten Orte für die Schifffahrt, die berühmten Godwin Sands. Stellen Sie sich eine Unterwasserwüste mit Dünen vor, die sich unter dem Einfluss der Strömungen ständig verschieben. Auf diesen tückischen Sandbänken sind etwa 2000 Schiffe gesunken, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Wenn ein Schiff auf den Godwin Sands auf Grund läuft, ist sein Schicksal fast immer besiegelt. Die Gezeiten und Wellen beginnen, das Schiff gegen den Sandboden zu schlagen, bis es auseinanderbricht. Das Erschreckendste ist jedoch, dass der Sand ein Schiff innerhalb weniger Jahre vollständig verschlucken kann, so dass alle Spuren des Wracks verschwinden. Viele der hier gesunkenen Schiffe waren Handelsschiffe mit wertvoller Ladung, weshalb die Godwin Sands heute Schatzsucher aus aller Welt anziehen. Hier liegen Schätze im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar vergraben. Wenn die Godwin Sands ihre Schätze unter Sandschichten vergraben, entdecken wir vor der Küste Vietnams eine wahre Schatzkammer der Weltgeschichte. In der Nähe der Kam-Inseln liegen die Überreste von über 30 Schiffen, die in den letzten 2000 Jahren gesunken sind. Aber das Erstaunlichste ist, dass es sich nicht einfach um Wracks handelt. Direkt auf dem Meeresboden, wie in einem riesigen Freilichtmuseum, liegen fein säuberlich angeordnete Reihen von chinesischem Porzellan aus dem 15. Jede Schale, jeder Teller, der 600 Jahre lang unter Wasser konserviert wurde, ist heute Tausende von Dollar wert. Und das ist nur das, was wir an der Oberfläche sehen können. Unter den Sand- und Schlammschichten liegen wahre Schätze, mit Gold gefüllte spanische Galeonen, arabische Handelsschiffe mit Gewürzen, chinesische Tschunken mit Seide. Dieses Gebiet war ein Knotenpunkt alter Seehandelsrouten, Teil der berühmten maritimen Seidenstraße. Aber warum sind hier so viele Schiffe gesunken? Der Grund liegt in dem geschäftigen alten Hafen der Gegend. Stellen Sie sich einen Hafen vor, der mit Schiffen aus der ganzen Welt überfüllt ist. Bei einem plötzlichen Sturm oder einem unglücklichen Manöver kann ein schwer beladenes Schiff leicht gegen die Riffe prallen oder mit einem anderen Schiff zusammenstoßen. Die Händler kamen hierher in der Hoffnung, reich zu werden, verloren aber oft alles, ihre Fracht, ihre Schiffe und manchmal auch ihr Leben. Wo einst alte Handelswege verliefen, erstreckt sich heute eine neue Seidenstraße, ein riesiges Netz von Unterwasser-Internetkabeln. Stellen Sie sich vor, 1,5 Millionen Kilometer Glasfaserkabel durchkreuzen den Meeresboden. Über diese Kabel fließen 98% des weltweiten Internetverkehrs, von Ihren Nachrichten in Chat-Apps bis hin zu Bankgeschäften im Wert von Milliarden von Dollar. Dieses Unterwassernetz ist ständig von Gefahren bedroht, an die wir selten denken. Meeresraubtiere können Kabel durchbeißen, wenn sie für Beute halten. Buckelwale verheddern sich manchmal in den Kabeln, und um die Tiere zu retten, müssen oft die Kabel gekappt werden, so dass ganze Regionen ohne Internet sind. Die Anker von Schiffen können selbst die am besten geschützten Kabel beschädigen. Um diese lebenswichtigen Arterien der modernen Zivilisation zu schützen, haben sich Ingenieure eine unglaubliche Lösung einfallen lassen. Riesige Maschinen von der Größe eines Hauses, Unterseepflüge, kriechen über den Meeresboden und graben 3 Meter tiefe Gräben, in denen die Kabel verlegt werden. Nur in den tiefsten Teilen des Ozeans, außerhalb der Reichweite von Ankern oder Walen, liegen die Kabel auf der Meeresbodenoberfläche auf. Eine der beeindruckendsten Datenautobahnen liegt in der Luzonstraße zwischen Taiwan und den Philippinen. Hier transportieren 19 Kabelbillionen von Gigabytes an Daten zwischen Asien und dem Westen. Doch im Jahr 2006 geschah etwas Katastrophales, ein Erdbeben der Stärke 7,0 löste einen Unterwassererdrutsch aus, der alle Kabel auf einmal durchtrennte. Millionen von Menschen verloren ihren Internetzugang, Bankgeschäfte kamen zum Erliegen und der Handel kam zum Erliegen. Es dauerte 3 Monate und kostete Hunderte von Millionen Dollar, um die Verbindung wiederherzustellen. Und eine solche Katastrophe könnte sich jederzeit wiederholen, denn tief unter dem Pazifischen Ozean liegt ein tektonisches Monster, der Ring of Fire, die seismisch aktivste Region der Erde. Hier ereignen sich 90% aller Erdbeben auf der Erde, und ihre Auswirkungen führen oft zu verheerenden Katastrophen. Die Besonderheit des Feuerrings besteht darin, dass seine Beben nicht nur das Land, sondern auch den Meeresboden erschüttern. Dadurch werden plötzliche Wasserfluten und tödliche Tsunamis ausgelöst, die alles mit sich reißen, was sich ihnen in den Weg stellt.
Aber warum ist die Erde hier so unruhig? Im Zentrum unseres Planeten befindet sich ein geschmolzener Kern, der von einem dichten Mantel aus verschiedenen Gesteinen umgeben ist. Die Erdkruste setzt sich aus mehreren tektonischen Platten zusammen, die ständig in Bewegung sind. An ihren Grenzen erheben sich Berge, und es bilden sich tiefe ozeanische Gräben, die so tief sind, dass man darin 6 Wolkenkratzer stapeln könnte. In Gebieten, in denen eine Platte versucht, unter eine andere zu gleiten, baut sich ein immenser Druck auf. Nur in solchen Zonen können Erdbeben mit einer Stärke von 9,0 oder mehr auftreten. Wissenschaftler nennen diese kolossalen Brüche in der Erdkruste Subduktionszonen. Und da die meisten dieser Zonen unter Wasser liegen, verursachen sie nicht nur Erdbeben, sondern auch riesige Tsunamis. Vor der Küste Griechenlands, in den Tiefen des Mittelmeers, liegt die bemerkenswerte Stadt Pavlopetri. Mit einem Alter von 5000 Jahren ist sie die älteste bekannte versunkene Stadt der Welt. Stellen Sie sich vor, diese Stadt wurde gebaut und gedieh, als die Ägypter gerade begannen, ihre ersten Pyramiden zu errichten. Dank der modernen Unterwasserscanner-Technologie können wir sehen, wie diese Stadt aussah. Ihr Grundriss ist erstaunlich fortschrittlich, gerade Straßen, Gebäude aus Stein und eine entwickelte Hafeninfrastruktur. Archäologen haben Keramik, Werkzeuge und Alltagsgegenstände gefunden, alles Beweise dafür, dass Pavlopetri in der Bronzezeit ein reiches Handelszentrum war. Das Faszinierendste ist jedoch, dass keine historischen Aufzeichnungen die Zerstörung der Stadt erwähnen. Sie verschwand einfach unter Wasser, und ihre Existenz wurde erst 1967 entdeckt, als ein Ozeanograph zufällig die Umrisse der antiken Mauern unter der Oberfläche entdeckte. Die Untersuchung des Meeresbodens offenbarte den dramatischen Untergang der Stadt. 3 aufeinanderfolgende Erdbeben ließen sie buchstäblich im Meer versinken. Vor der japanischen Insel Yonaguni entdeckten Taucher 1986 etwas Außergewöhnliches, eine massive Unterwasserstruktur, die einer Pyramide ähnelt. Ihr Ausmaß ist beeindruckend, sie ist so hoch wie ein 8-stöckiges Gebäude, mit perfekt ebenen Terrassen, die wie mit einem riesigen Meißel gemeißelt sind, und Steinstufen, die zu ihrem Gipfel führen. Diese Entdeckung löste in der wissenschaftlichen Gemeinschaft heftige Debatten aus. Einige Forscher sind überzeugt, dass es sich um das Werk einer alten Hochkultur handelt. Andere glauben, dass es sich um eine natürliche Formation handelt, die vielleicht vom Menschen leicht verändert wurde. Würde man das gesamte Wasser um dieses Monument ablassen, sehen die Formen in der Tat weniger künstlich aus als unter Wasser. Aber das Rätsel bleibt, wie konnte die Natur solch präzise geometrische Formen schaffen? Werfen wir nun einen Blick auf den tiefsten Ort der Erde, den Marianengraben. Stellen Sie sich eine fast 11 Kilometer tiefe Kluft vor, würde man den Mount Everest auf den Grund legen, läge sein Gipfel noch weit unter der Oberfläche. Der Druck hier ist so, als hätte man 50 Passagierflugzeuge über sich gestapelt. Lange Zeit glaubten die Wissenschaftler, dass Leben unter solch extremen Bedingungen nicht existieren kann. Doch die Natur hat uns überrascht. In dieser unvorstellbaren Tiefe, in völliger Dunkelheit und unter erdrückendem Druck, gedeiht eine ganze Welt von seltsamen Lebewesen. Spezielle Arten von Meeresschnecken können einem Druck standhalten, der die meisten anderen Lebewesen sofort zerquetschen würde. Seesterne krabbeln über den Meeresboden, als ob sie die Tausende von Atmosphären, die auf sie einwirken, nicht bemerken würden. Die erstaunlichste Entdeckung wurde jedoch vor kurzem gemacht. In einer Tiefe von 8 Kilometern fanden Wissenschaftler einen Geisterschneckenfisch, den am tiefsten lebenden Fisch, den die Wissenschaft kennt. Dies ist ein wahres Wunder der Evolution, ein komplexer Organismus, der unter Bedingungen, die wir einst für unbewohnbar hielten, nicht nur überleben, sondern auch aktiv jagen und sich fortpflanzen kann. Im Zentrum der Weltmeere liegt die größte geologische Besonderheit der Erde, ein Unterwassergebirge, in dem 80% aller vulkanischen Aktivitäten auf unserem Planeten stattfinden. Hier, an den Rissen in der ozeanischen Kruste, geschieht etwas Außergewöhnliches, aus den Rissen brechen heiße, mineralienreiche Quellen hervor. Um diese Quellen herum erheben sich wahre Unterwasserwolkenkratzer, mineralhaltige Schornsteine, die so hoch sind wie 9-stöckige Gebäude. Einer der beeindruckendsten dieser Schornsteine wird Godzilla genannt, er ragt 30 Meter über den Meeresboden hinaus. Aber noch bemerkenswerter ist nicht ihre Größe, sondern das, was um sie herum passiert.
Stellen Sie sich vor, auf einem winzigen Stück Meeresboden von der Größe eines Kaffeetisches können bis zu 1,5 Million Organismen leben. Das ist mehr als die Bevölkerung einer Großstadt. Wie ist das möglich? Das hängt mit einer einzigartigen Nahrungskette zusammen. An ihrer Basis stehen Bakterien, die sich von den Chemikalien aus den hydrothermalen Schloten ernähren. Diese Bakterien werden dann zur Nahrung für größere Organismen. Hier gedeihen außergewöhnliche Lebewesen. Krebse tragen ganze Kolonien von Bakterien auf ihren Panzern, ihre persönlichen Gärten. Garnelen riskieren ihr Leben, indem sie in die Nähe der heißen Quellen schwimmen, wo die Temperaturen bis zu 400 Grad Celsius erreichen können, um ihre bakteriellen Symbionten zu ernähren. Eine falsche Bewegung, und sie könnten buchstäblich bei lebendigem Leib gekocht werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der entdeckten Hydrothermalquellen verdoppelt, und jede neue Quelle offenbart ihre eigene einzigartige Tiergemeinschaft. Dies zeigt, dass wir gerade erst anfangen, die unglaubliche Vielfalt des Lebens in den Tiefen des Ozeans zu verstehen. Das erstaunlichste hydrothermale System liegt im Atlantischen Ozean. Man nennt es die verlorene Stadt, und das aus gutem Grund. Stellen Sie sich ein Feld von Kalksteintürmen vor, die bis zu 60 Meter hoch sind, höher als die Christuserlöser-Statue in Rio de Janeiro. Aber das Faszinierendste ist nicht ihre Größe, sondern das, was im Inneren dieser Türme geschieht. Unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen bilden sich spontan Kohlenwasserstoffe, genau die Moleküle, die die Bausteine des Lebens bilden. Viele Wissenschaftler glauben, dass das Leben auf der Erde an solchen Orten vor etwa 4 Milliarden Jahren entstanden sein könnte. Wenn das stimmt, sind wir alle entfernte Nachfahren von Mikroben, die in der Nähe alter hydrothermaler Schlote in den Tiefen des Ozeans lebten. Betrachten wir nun den unglaublichen Prozess, der stattfindet, wenn der Kadaver eines toten Wals auf den Meeresboden sinkt. Für die Tiefseetiere ist dieses Ereignis wie ein Frachtflugzeug voller Nahrung, das mitten in der Wüste abstürzt. Die ersten, die eintreffen, sind Sechskima-Haie, innerhalb von nur 25 Minuten, nachdem der Kadaver den Meeresboden erreicht hat. Diese uralten Raubtiere haben so scharfe Sinne, dass sie Nahrung aus kilometerweiter Entfernung aufspüren können. Innerhalb von 12 Stunden versammeln sich bis zu 7 riesige Haie und verwandeln den Wal in ein Festmahl. Sie sind so auf das Fressen konzentriert, dass sie sich sogar gegenseitig angreifen und um die besten Stücke kämpfen. In nur 24 Stunden verschlingen die Haie ein Drittel des Walkörpers. Erstaunlicherweise frisst der erste Hai, der ankommt, die ganze Zeit weiter und speichert genug Nährstoffe, um sich ein ganzes Jahr lang zu ernähren. Aber das ist nur der Anfang. Nachdem die Haie weg sind, beginnt eine Parade von Aasfressern aus der Tiefsee, riesige Krabben, Seespinnen, die zum Schutz Korallen in ihren Hinterbeinen tragen, Steinkrabben und viele andere Kreaturen. Einen Monat später ernähren sich über 30 Arten von Organismen von den Überresten des Wals. Doch diese locken wiederum Raubtiere an, Fische, die Jagd auf die Aasfresser machen und vertikal schwimmen, um die Beute zwischen den Gräten besser greifen zu können. 4 Monate später ist nur noch das Skelett des Wals übrig, aber selbst das ist noch nicht verloren. Seltsame Kreaturen, die als Zombiewürmer bekannt sind, übernehmen die Kontrolle. Sie bohren sich buchstäblich in die Knochen und sondern Säure ab, um an das Fett im Inneren zu gelangen. Dieser Prozess kann sich über Jahrzehnte hinziehen, bis auch der letzte Knochen aufgefressen ist. Der Ozean ist eine riesige Welt voller Rätsel und Geheimnisse, die es noch zu lüften gilt. Von uralten versunkenen Städten bis hin zu erstaunlichen Lebensformen, die unter härtesten Bedingungen gedeihen, von vergrabenen Schätzen bis hin zu modernster Technologie auf dem Meeresgrund, jeder Tag bringt neue Entdeckungen. Und wer weiß, welche Geheimnisse die Tiefen des Ozeans noch bergen. Schließlich haben wir erst einen kleinen Teil dieser unglaublichen Welt erforscht. Was die Eismonde von Jupiter und Saturn betrifft, wo tiefe Ozeane unter dicken Eisschichten verborgen liegen. Wer weiß, vielleicht bildet sich in der Nähe von Hydrothermalquellen auf diesen fernen Welten gerade neues Leben, so wie es in den Ozeanen der Erde vor Milliarden von Jahren geschah.